Wir leben in einer Welt der Täuschung. Eine Welt, die uns vorgaukelt, sie sei komplex, chaotisch, unvorhersehbar. Wir fühlen uns wie Marionetten, gesteuert von unsichtbaren Kräften, von Politikern, von Konzernen, vom Schicksal. Wir stolpern durchs Leben, reagieren auf Krisen, kämpfen ums Überleben, ohne die Regeln des Spiels zu verstehen. Aber was, wenn ich dir sage, dass es ein System gibt, das gerade hinter den Kulissen aufgebaut wird, um dieses Chaos zu beenden? Ein System, das verspricht, alles zu vereinfachen, alles zu ordnen, alles zu kontrollieren. Ein System, das uns als Fortschritt verkauft wird, als Bequemlichkeit, als der nächste logische Schritt in unserer digitalen Evolution. Was, wenn ich dir sage, dass dieses System, die digitale Identität, Digital ID, in Wahrheit der Bauplan für den perfektesten Überwachungsstaat ist, den die Welt je gesehen hat? Eine digitale Fessel, die uns alle zu gläsernen Sklaven in einem globalen Gulag machen soll? Du denkst, das ist Panikmache? Schwarzmalerei? Dann wach auf. Das ist keine ferne Dystopie mehr. Das ist die unmittelbare Zukunft, die Eliten auf Konferenzen des Weltwirtschaftsforums bereits als beschlossene Sache diskutieren. Und wenn du nicht handelst, wirst du in diesem System gefangen sein, ohne Entkommen. Aber bevor wir in die eisigen Tiefen dieses digitalen Albtraums eintauchen, eine entscheidende Information. Es gibt einen Ausweg. Es gibt Strategien, um dich und deine Familie vor diesem Zugriff zu schützen. Um deine Freiheit zu bewahren, brauchst du eine Festung. Du brauchst einen Plan B. Genau dieses System, wie du ein zweites wirtschaftliches Standbein außerhalb der Reichweite dieses Überwachungsstaates errichtest, lehren wir in unserem Seminar Das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten. Es ist das Konzentrat aus jahrelanger Erfahrung. Wir zeigen dir die 7 entscheidenden Werkzeuge, die du brauchst, um in dieser neuen, gefährlichen Welt souverän zu bleiben. Vom unzerbrechlichen Schild einer zweiten Staatsbürgerschaft über die finanzielle Festung von Bankkonten außerhalb der EU bis hin zur Errichtung krisensicherer Unternehmensstrukturen. Und bei unserem nächsten Seminar haben wir einen ganz besonderen Gast. Einen Mann, der die geopolitischen Risiken kennt wie kaum ein anderer. Ex-General Erich Warth. Er war jahrelang der engste militärpolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er wird dir seine ungeschminkte Einschätzung der Lage geben und dir Tipps verraten, wo und wie du diesem Wahnsinn entkommen kannst. Alle Informationen dazu findest du unter dem Link in der Beschreibung. Und jetzt, wo du weißt, dass es einen Ausweg gibt, lass uns das Gefängnis verstehen, das sie für uns bauen. Die digitale ID ist der Generalschlüssel. Sie ist nicht nur dein Ausweis im Smartphone. Sie ist die zentrale Verknüpfung zu absolut allem, was du tust, wo du hingehst. Deine digitale ID wird mit deiner Telefon-SIM-Karte verknüpft sein. Dein Handy, selbst wenn du roamst oder eine lokale SIM-Karte einlegst, wird zu deiner persönlichen Fußfessel, die jeden deiner Schritte aufzeichnet. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, egal wo auf der Welt du bist. Jedes Ticket für Bahn oder Flugzeug, jede Mautgebühr, alles wird an deine ID gekoppelt. Deine Bewegungsfreiheit wird zu einem offenen Buch. Was du kaufst. Deine digitale ID wird mit deinem Bankkonto, deinen Kreditkarten, sogar deinem Krypto-Wallet verbunden sein. Jeder Cent, den du ausgibst, wird registriert und analysiert. Kaufst du zu viel Fleisch, tankst du zu viel Benzin, buchst du zu viele Flüge? Das System merkt es. Und es wird dich bestrafen. ESG-Scores, CO2-Konten, all die grünen Fantasien werden plötzlich zu harter, digitaler Realität. Mit wem du sprichst, deine Social-Media-Konten müssen mit deiner digitalen ID verifiziert werden. Anonymität im Netz? Vorbei. Jede Nachricht, jeder Post, jede Kritik an der Regierung, alles ist direkt mit deiner legalen Identität verknüpft. Du denkst, du bist sicher hinter einem Pseudonym und einem VPN. Vergiss es. Die Zensur wird nicht mehr nur einzelne Posts löschen. Sie wird dich als Person abstellen können. Wie gesund du bist, dein Impfstatus, deine Arztbesuche, deine Krankengeschichte, alles wird Teil deines digitalen Profils. Du hast etwas verpasst, was die Regierung dir empfohlen hat? Das System merkt es. Im Grunde wird der Staat buchstäblich alles über dich wissen. Deine Vorlieben, deine Ängste, deine Schwächen. Und jetzt kommt der zweite Schlag. Die perfekte Ergänzung zur totalen Überwachung. Die totale Kontrolle.
Denn Länder mit digitalen IDs führen fast immer auch digitale Zentralbankwährungen, CBDCs, ein. Deine digitale ID verfolgt dich und die CBDC in deinem Wallet, kontrolliert von der Regierung, ist die Leine, an der sie dich führen. Mit dieser Kombination können sie Dinge tun, von denen Diktatoren früher nur träumen konnten. Sie können zeitlich begrenztes Geld ausgeben. Gib es bis Ende des Monats aus, sonst verfällt es. Sie können geografisch begrenztes Geld ausgeben. Du darfst es nur in einem bestimmten Umkreis oder in bestimmten Geschäften ausgeben. Sie können bestimmte Käufe sperren. Keine Flüge mehr für dich. Du hast dein Schadstofflimit erreicht. Kein Benzin mehr. Keine Waffen. Nichts, was dem Staat nicht gefällt. Sie können deine Konten sofort einfrieren. Du hast die falsche politische Sache unterstützt. Ein Klick und du bist von deinem eigenen Geld abgeschnitten. Wir haben das bereits in westlichen Ländern wie Kanada bei den Trucker-Protesten gesehen. Sie können dich vom Reisen abhalten. Dein Gesicht ist ein Pass an immer mehr Flughäfen. Wenn deine digitale ID gesperrt ist, kommst du nirgendwo mehr hin. Sie können Steuern zwangsweise einziehen. Du bist anderer Meinung als das Finanzamt? Pech gehabt. Das Geld wird direkt von deinem digitalen Konto abgebucht. Das Endspiel ist klar. Wenn du mit dem Staat nicht übereinstimmst, wenn du etwas tust, was ihm nicht gefällt, dann können sie dich digital abschalten. Du kannst nicht mehr reisen, nicht mehr auf dein Geld zugreifen, nicht mehr arbeiten. Großbritannien plant bereits, dass man ohne digitale ID nicht mehr arbeiten darf, nicht mehr online sprechen, keine Wohnung mieten, keinen Führerschein erneuern. Du wirst zum digitalen Untermenschen, zum Ausgestoßenen in deiner eigenen Gesellschaft. Und über allem schwebt die automatische Überwachung durch künstliche Intelligenz. Dein Verhalten wird 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche gescannt und bewertet. Estland plant bereits, Risikolevels für Bürger einzuführen, basierend auf dem, was sie online posten oder kaufen. Schaut jemand zu viele Trump-Reden? Hohes Risiko, könnte in Zukunft ein Verbrechen begehen. Setzt ihn auf die Beobachtungsliste. Sucht jemand nach Wegen, das Land zu verlassen. Potenzieller Steuerflüchtling. Sperrt seine Konten. Und wir wissen alle, wie fehlerhaft und voreingenommen KI sein kann. Das ist keine Dystopie aus einem Science-Fiction-Film. Das ist der Plan. Totale Verfolgung, kontrollierter Zugang, soziale Bewertung, finanzielle Fesseln, komplette Zensur, politische Erpressung und die drohende digitale Exilierung im eigenen Land. Auf Reddit und X kocht die Wut und die Angst. Sie nennen es digitale ID, aber es ist ein digitales Halsband. Wir werden zu Haustieren des Staates. Ein anderer schreibt, erst kam der Impfpass als Testballon. Jetzt kommt die ID für alles. Wer das nicht kommen sah, hat geschlafen. Ein IT-Experte warnt, die Technologie ist da. Was fehlt, ist nur der politische Wille und die nächste Krise, um es durchzusetzen. Und die nächste Krise kommt bestimmt. Was also tun? Die Antwort ist nicht, auf bessere Politiker zu hoffen. Die Antwort ist, diesem System die Grundlage zu entziehen. Geh dorthin, wo Freiheit noch einen Wert hat. Wenn du in der EU bleiben musst, dann wähle die osteuropäischen Staaten, die sich dem Brüsseler Diktat noch am ehesten widersetzen. Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien. Aber sei dir bewusst, auch sie sind Teil des Systems. Die wahre Freiheit liegt außerhalb der EU, außerhalb des Westens. Denk an Serbien. Hier gibt es keine digitale ID, keine totale Überwachung. Du kannst mit Bargeld zahlen und dein Leben leben. Denk an Montenegro. Denk an Lateinamerika. Panama, Paraguay. Ja, sie sind unterentwickelt. Aber ihre Regierungen sind oft zu ineffizient oder desinteressiert, um dich zu verfolgen. Denk an El Salvador, das Millionäre mit offenen Armen empfängt und Bitcoin zur Währung gemacht hat. Hol dir einen zweiten Pass durch Investition in der Karibik. St. Kitts, Antigua, Dominica. Werde Bürger von Serbien oder El Salvador. Denk an die Vereinigten Arabischen Emirate. Ja, es gibt Überwachung, aber sie ist anders, weniger ideologisch, weniger auf die Kontrolle deines Lebens ausgerichtet. Deshalb fliehen britische Millionäre dorthin. Weniger Steuern, bessere Infrastruktur, weniger Kriminalität, kein Woke-Wahnsinn. Denk an Südostasien, Malaysia, Thailand, die Philippinen. Ja, es gibt Korruption, aber es gibt auch eine riesige Freiheit im Alltag. Denk an Mauritius, den ultimativen Plan B im Indischen Ozean. Denk an Georgien, Albanien, Armenien.
Die Liste der Länder, die diesem Wahnsinn nicht folgen, ist lang. Die Zeit zu zögern ist vorbei. Schütze dich. Schütze dein Geld. Schütze deine Freiheit. Das Bild, das wir gezeichnet haben, ist düster. Es ist beängstigend. Es ist leicht, angesichts dieser drohenden Welle aus totaler Überwachung und Kontrolle in Lähmung zu verfallen, den Kopf in den Sand zu stecken und zu hoffen, dass es nicht so schlimm wird. Aber Hoffnung ist keine Strategie und Resignation ist der Sieg des Systems über dich, bevor der Kampf überhaupt begonnen hat. Die gute Nachricht ist, du bist nicht allein und du bist nicht machtlos. Die Architekten dieser neuen Weltordnung mögen mächtig sein, aber sie sind nicht allmächtig. Es gibt Risse im System. Es gibt Auswege. Es gibt Strategien, um deine Freiheit, dein Vermögen und die Zukunft deiner Familie zu schützen. Aber du musst sie kennen. Und du musst sie jetzt anwenden, bevor die digitalen Mauern sich für immer schließen. Genau hier kommen wir ins Spiel. Wir sind keine Theoretiker, die düstere Prognosen malen. Wir sind Praktiker. Wir sind die Architekten deiner persönlichen Souveränität. Seit Jahren navigieren wir für unsere Klienten durch genau dieses Minenfeld aus geopolitischen Risiken, staatlicher Überwachung und finanzieller Repression. Wir kennen die Fallstricke, aber wir kennen auch die Fluchtwege. Unser bereits angesprochenes Seminar, das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B, ist keine Verkaufsveranstaltung. Es ist ein Intensivtraining für dein Überleben in der neuen Weltordnung. Wir geben dir nicht nur vage Ratschläge, wir geben dir eine konkrete, umsetzbare Blaupause. Wir nehmen die 7 entscheidenden Werkzeuge der Souveränität, von der zweiten Staatsbürgerschaft über internationale Bankkonten bis hin zu krisensicheren Unternehmensstrukturen und zeigen dir Schritt für Schritt, wie du sie für deine individuelle Situation anwendest. Wir erklären die rechtlichen Rahmenbedingungen, wir nennen die besten Jurisdiktionen, wir warnen vor den häufigsten Fehlern. Wir geben dir das Wissen, das du brauchst, um deine Festung zu bauen. Und du hast die einmalige Gelegenheit, direkt von Ex-General Erich Warth zu lernen. Einem Mann, der jahrelang im Zentrum der Macht stand, der die Denkweise unserer Gegner kennt und der dir eine ungeschminkte Einschätzung der geopolitischen Lage geben wird, die du in keiner Zeitung lesen wirst. Seine Einsichten allein sind Gold wert in einer Zeit, in der es buchstäblich um alles geht. Vielleicht sagst du, ein Seminar ist mir zu allgemein, meine Situation ist speziell. Dafür gibt es die persönliche Beratung. Hier nehmen wir uns die Zeit, deine individuelle Lage zu analysieren, deine familiäre Situation, dein Vermögen, deine unternehmerischen Ziele, deine Risikobereitschaft. Und gemeinsam entwickeln wir deine maßgeschneiderte Strategie, deinen persönlichen Plan B, der dich und das, was dir lieb ist, schützt. Wir sind deine strategischen Partner auf dem Weg in die Souveränität. Die Entscheidung liegt bei dir. Du kannst weiter hoffen, dass der Kelch an dir vorübergeht. Du kannst weiter darauf vertrauen, dass die Politiker, die uns in diese Lage gebracht haben, uns auch wieder daraus befreien werden. Oder du kannst die Realität anerkennen, die Verantwortung für deine Zukunft selbst in die Hand nehmen und beginnen, dein Rettungsboot zu bauen. Jetzt. Wenn du bereit bist zu handeln, findest du alle Informationen zum Seminar Das Schweizer Taschenmesser und zur Buchung einer persönlichen Beratung über den Link in der Beschreibung unter diesem Video. Die Zeit läuft ab. Nutze sie. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.